Guten Morgen, natürlich. Was möchten Sie? Ich bin neu hier in München. Ah, willkommen in unserer Bäckerei. Danke. Alles riecht wirklich sehr gut. Ja, wir backen alles frisch. Was empfehlen Sie zum Frühstück? Viele Studenten nehmen ein Buttercroissant. Klingt gut. Vielleicht nehme ich eins. Möchten Sie noch ein Brötchen dazu? Ja, ein normales Brötchen bitte. Mit Käse oder mit Wurst? Mit Käse bitte. In Ordnung, ich bereite es vor. Dankeschön. Möchten Sie auch Kaffee dazu? Ja, ein kleiner Kaffee bitte. Schwarz oder mit Milch? Mit Milch bitte. Zucker auch? Nein, danke, ohne Zucker. Alles klar. Wie viel kostet das zusammen? Das macht 4,50 €. Okay, ich zahle bar. Kein Problem. Hier sind 5 Euro. Danke. Einen Moment bitte. Hier ist Ihr Wechselgeld. Vielen Dank. Möchten Sie hier essen? Ja, ich setze mich dorthin. Dort sind freie Plätze. Perfekt, danke für Ihre Hilfe. Sehr gern. Ihr Deutsch ist langsam, das hilft. Ich spreche extra langsam. Das ist wirklich nett. Viel Spaß beim Frühstück. Danke, ich freue mich schon. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Emily sucht Lebensmittel in einem Berliner Supermarkt. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ja, natürlich. Was suchen Sie? Ich suche Milch für Kaffee. Hier links ist frische Vollmilch. Ah, und diese mit blauem Deckel? Das ist fettarme Milch. Welche nehmen Studenten meistens? Viele kaufen die fettarme Milch. Okay, dann nehme ich diese. Brauchen Sie noch etwas? Ja, ich suche auch Eier. Eier sind im nächsten Regal. Danke, ich sehe sie schon. Wie viele brauchen Sie? Vielleicht eine kleine Packung. Hier sind 6 Eier. Perfekt, genau das brauche ich. Möchten Sie noch Brot? Ja, wo finde ich Brot? Dort hinten bei der Bäckerei. Ah, ich verstehe. Kaufen Sie zum ersten Mal hier? Ja, ich bin neu in Berlin. Willkommen in Deutschland. Danke, alles ist noch neu. Das ist ganz normal am Anfang. Manchmal verstehe ich nicht alles. Fragen Sie einfach die Mitarbeiter. Das mache ich gerade. Genau so ist es richtig. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Sehr gern. Ich gehe jetzt zur Kasse. Die Kassen sind vorne rechts. Alles klar. Haben Sie eine Einkaufstasche? Ja, ich habe meinen Rucksack. Perfekt, das reicht. Dann wünsche ich einen schönen Tag. Danke. Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Emily fragt nach Kopfschmerztabletten in einer Hamburger Apotheke. Guten Tag, ich habe Kopfschmerzen. Guten Tag. Seit wann haben Sie Schmerzen? Seit heute Morgen in der Uni. Haben Sie auch Fieber? Nein, nur starke Kopfschmerzen. Haben Sie genug Wasser getrunken? Vielleicht nicht genug heute. Das passiert vielen Studenten. Ja, ich habe viel gelernt. Ich empfehle ein mildes Schmerzmittel. Ist es ohne Rezept? Ja, das können Sie frei kaufen. Gut, das ist besser für mich. Nehmen Sie normalerweise Medikamente. Nein, nur manchmal Paracetamol. Dann ist dieses Medikament geeignet. Wie oft soll ich es nehmen? Eine Tablette alle 6 Stunden. Muss ich vorher essen? Ja,
Bitte nicht auf leeren Magen. Verstehe. Danke für den Hinweis. Trinken Sie auch viel Wasser. Das werde ich heute tun. Möchten Sie noch Vitamin C? Vielleicht später, heute nicht. Kein Problem. Wie viel kostet das Medikament? Es kostet 5,90 €. Okay, ich zahle mit Karte. Einen Moment bitte. Bitte stecken Sie die Karte ein. Ja, einen Moment. Zahlung erfolgreich. Dankeschön. Hier ist Ihr Medikament. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Sehr gern. Ich hoffe, die Schmerzen gehen weg. Ruhen Sie sich heute gut aus. Das mache ich. Gute Besserung. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Emily eröffnet ein Bankkonto in Frankfurt. Guten Tag. Ich brauche ein Bankkonto. Guten Tag, möchten Sie ein Girokonto? Ja, ich studiere jetzt hier. Haben Sie eine Meldebescheinigung dabei? Ja, ich habe sie im Rucksack. Sehr gut. Darf ich sie sehen? Ja, einen Moment bitte. Danke, ich prüfe kurz alles. Brauche ich auch meinen Reisepass? Ja, bitte auch den Pass zeigen. Hier ist mein Reisepass. Danke, alles sieht korrekt aus. Wie lange dauert die Kontoeröffnung? Nur ungefähr 10 Minuten. Das ist schneller als erwartet. Viele Studenten eröffnen hier Konten. Bekomme ich auch eine Bankkarte? Ja, eine Girokarte kommt per Post. Wie lange dauert der Versand? Meistens 5 bis 7 Tage. Kann ich schon vorher Geld einzahlen? Ja, das ist sofort möglich. Gibt es monatliche Gebühren? Für Studenten ist das Konto kostenlos. Das klingt wirklich gut. Möchten Sie auch Online-Banking nutzen? Ja, das brauche ich unbedingt. Dann aktiviere ich es gleich. Danke, das hilft mir sehr. Hier unterschreiben Sie bitte unten. Genau hier? Ja, direkt neben dem Datum. Alles klar, ich unterschreibe. Perfekt. Ihr Konto ist jetzt aktiv. Wirklich schon fertig? Ja, das ging sehr schnell. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Sehr gern. Ich bin froh über das Konto. Willkommen bei unserer Bank. Danke, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Emily hebt zum ersten Mal Geld in Köln ab. Entschuldigung, ich brauche kurz Hilfe. Ja, natürlich. Was ist los? Ich benutze diesen Automaten zum ersten Mal. Kein Problem. Ich erkläre kurz. Danke, ich habe eine neue Karte. Stecken Sie zuerst die Karte ein. So? Ja, genau so ist richtig. Jetzt fragt der Automat nach PIN. Geben Sie Ihre Geheimzahl ein. Okay, einen Moment. Dann wählen Sie Geld abheben. Ich sehe diese Option hier. Genau, drücken Sie diesen Knopf. Wie viel Geld soll ich wählen? Viele nehmen 50 oder 100 Euro. Dann nehme ich 50 Euro. Gute Wahl für den Anfang. Jetzt arbeitet der Automat. Gleich kommt Ihr Geld heraus. Ah, ich höre das Geräusch. Vergessen Sie nicht Ihre Karte. Oh, stimmt, danke. Der Automat gibt erst Karte. Jetzt kommt auch das Geld. Perfekt. Alles funktioniert. Ich bin etwas nervös gewesen. Das ist ganz normal. In England sind Automaten ähnlich. Dann lernen Sie schnell hier. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Kein Problem. Sie haben mir wirklich geholfen. Sehr gern. Ich wünsche einen schönen Tag. Danke. Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Emily stellt Steuerfragen im Finanzamt Stuttgart. Guten Tag, ich habe eine Steuerfrage. Guten Tag. Worum geht es genau? Ich arbeite neben dem Studium. Haben Sie eine Steuer-ID? Ja, ich habe diesen Brief bekommen. Sehr gut, das ist Ihre Nummer. Muss ich eine Steuererklärung machen? Nicht immer, aber oft sinnvoll. Ich verstehe das System noch nicht. Das ist am Anfang kompliziert. Ich arbeite nur 10 Stunden. Dann zahlen Sie wenig Steuern. Kann ich Geld zurückbekommen? Ja, manchmal bekommen Studenten Geld zurück. Wirklich? Das klingt gut. Haben Sie Fahrtkosten zur Arbeit? Ja, ich fahre mit der Bahn. Diese Kosten können Sie angeben. Brauche ich dafür Belege? Ja, Tickets oder Rechnungen. Ich habe alles gespeichert. Das ist sehr gut organisiert. Wie reiche ich die Erklärung ein? Online über das Elster-Portal. Ist das schwierig zu benutzen? Am Anfang vielleicht etwas. Gibt es auch Hilfe? Ja, viele Videos erklären alles. Wann ist die Frist? Normalerweise Ende Juli. Dann habe ich noch Zeit. Ja, keine Eile heute. Vielen Dank für die Informationen. Sehr gern. Das hilft mir wirklich weiter. Viel Erfolg mit der Steuererklärung. Danke, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Emily lässt sich bei einer Krankenkasse in Berlin beraten. Guten Tag, ich habe eine Frage. Guten Tag, wie kann ich helfen? Ich brauche eine Krankenversicherung hier. Studieren Sie in Deutschland? Ja, ich studiere jetzt in Berlin. Dann brauchen Sie eine Studentenversicherung. Ist sie sehr teuer? Für Studenten kostet sie etwa 100 Euro Pro Monat oder pro Jahr? pro Monat. Was ist alles versichert? Arztbesuche und Krankenhaus sind abgedeckt. Auch Medikamente in der Apotheke? Ja, meistens mit kleiner Zuzahlung. Muss ich sofort bezahlen beim Arzt? Nein, zeigen Sie einfach Ihre Karte. Bekomme ich eine Versicherungskarte? Ja, sie kommt per Post. Wie lange dauert das ungefähr? Etwa eine Woche normalerweise. Welche Dokumente brauchen Sie heute? Ihren Pass und die Studienbescheinigung. Hier ist mein Reisepass. Danke, ich prüfe kurz alles. Brauchen Sie auch meine Adresse? Ja, für den Versand der Karte. Ich wohne jetzt in einem Studentenwohnheim. Kein Problem. Das ist normal. Muss ich dieses Formular unterschreiben? Ja, bitte unten rechts. Genau hier? Ja, genau dort. Alles klar, ich unterschreibe. Perfekt. Ihre Versicherung ist aktiv. Wirklich schon heute? Ja, ab heute sind Sie versichert. Das beruhigt mich sehr. Das freut mich zu hören. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Sehr gern. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Emily bestellt Kaffee in einem Kölner Café. Guten Tag, ich möchte etwas bestellen. Guten Tag, sehr gern. Haben Sie Cappuccino hier? Ja, natürlich, sehr beliebt. Dann nehme ich einen Cappuccino. Möchten Sie auch etwas essen? Was empfehlen Sie heute? Unser Apfelkuchen ist sehr frisch. Das klingt wirklich gut. Viele Gäste bestellen ihn heute. Dann nehme ich auch Apfelkuchen. Ein Stück Apfelkuchen also. Ja, bitte. Möchten Sie Sahne dazu? Nein, ohne Sahne bitte. Alles klar. Wie lange dauert die Bestellung? Nur ein paar Minuten. Perfekt, ich habe etwas Zeit.
Möchten Sie hier bezahlen oder später? Ich zahle lieber später. Kein Problem. Das Café ist wirklich gemütlich. Danke, viele Studenten kommen hier. Ich sehe viele Laptops hier. Ja, das ist ganz normal. Ich arbeite manchmal auch im Café. Dann sind Sie hier richtig. Das ist gut zu wissen. Ich bringe gleich Ihre Bestellung. Vielen Dank. Hier ist Ihr Cappuccino. Dankeschön. Guten Appetit. Das sieht sehr lecker aus. Ihr Apfelkuchen. Vielen Dank. Möchten Sie später noch etwas? Vielleicht noch einen Kaffee. Kein Problem. Danke, bis später. Bis später. Emily kauft Obst auf einem Hamburger Wochenmarkt. Guten Morgen. Das Obst sieht gut aus. Guten Morgen. Alles ist frisch heute. Woher kommen diese Äpfel? Sie kommen aus Süddeutschland. Sie sehen sehr rot aus. Ja, sie sind auch sehr süß. Kann ich einen probieren? Ja, natürlich. Bitte sehr. Danke, ich probiere kurz. Und, wie schmeckt er? Sehr lecker und saftig. Diese Sorte ist sehr beliebt. Wie viel kostet ein Kilo? 3,50 € pro Kilo. Dann nehme ich 1 Kilo. Sehr gute Wahl. Haben Sie auch Erdbeeren? Ja, dort vorne, in der Schale. Sie sehen auch sehr frisch aus. Heute Morgen geliefert. Dann nehme ich auch Erdbeeren. Eine Schale oder 2? Eine Schale reicht mir. Alles klar, ich packe es ein. Dankeschön. Möchten Sie noch etwas anderes? Vielleicht Bananen auch. Bananen sind hier rechts. Ich nehme 3 Stück. In Ordnung? Wie viel kostet alles zusammen? Das macht 6 € insgesamt. Okay, ich zahle bar. Danke, einen Moment bitte. Hier ist Ihr Wechselgeld. Vielen Dank. Einen schönen Tag noch. Danke, Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Emily sucht Hygieneartikel in einer Leipziger Drogerie. Entschuldigung, ich suche Zahnpasta. Ja, hier ist das Zahnpasta-Regal. Es gibt wirklich viele Marken. Ja, die Auswahl ist groß. Welche ist gut für empfindliche Zähne? Diese Marke wird oft empfohlen. Ist sie sehr stark im Geschmack? Nein, eher mild und angenehm. Dann nehme ich diese Zahnpasta. Gute Wahl. Ich brauche auch Shampoo. Shampoo finden Sie im nächsten Regal. Für normales Haar bitte. Dieses hier ist sehr beliebt. Riecht es stark? Nein, der Duft ist leicht. Dann nehme ich eine Flasche. Brauchen Sie auch Duschgel? Ja, eigentlich schon. Dort sind verschiedene Sorten. Dieses mit Zitrone riecht gut. Viele Kunden mögen es. Dann nehme ich das auch. Sonst noch etwas? Vielleicht eine Handcreme. Handcreme ist dort vorne. Ah, ich sehe sie schon. Diese kleine Tube ist praktisch. Ja, sie passt in meine Tasche. Genau. Ich nehme eine davon. Möchten Sie eine Tragetasche? Nein, ich habe meinen Beutel. Alles klar. Wo ist die Kasse? Direkt vorne links. Danke für Ihre Hilfe. Sehr gern. Einen schönen Tag noch. Danke. Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.